Wie ihr seht, bin ich zurück in der Werkstatt, der Roller auch. Er hat alles heil überstanden und ich möchte mal genau nachschauen, wie der Motor die ganze Tour und den Nürburgring überlebt hat. Was ich befürchte, im Motor zu finden, bin auf der Tour über 2000 Kilometer mit der Schaltung völlig problemlos gefahren und habe ja erzählt, ich nehme diese Motorino Diavolo Schaltung, weil man sich damit eigentlich nicht verschalten kann. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, mich zu verschalten. Das war aber eindeutig mein Fehler. Und zwar kurz vorm Schluss der Tour, nach über 2000 Kilometern, habe ich den dritten Gang reingeknallt unter Last, ohne richtig zu kuppeln, weil das gerade in so einer komischen Fahrsituation war aber mein Fehler und ich befürchte, dass ich den dritten Gang beschädigt habe und zwar ordentlich. Allerdings ließ sich der Roller immer noch normal fahren, war kein Problem, aber da befürchte ich halt was zu finden. Gut, das sind sozusagen meine Negativerlebnisse, die ich auf der Tour mit dem Motor oder mit dem Roller hatte. Mit dem Motor an sich hatte ich eigentlich keine Probleme so direkt, dass da irgendwas aufgegeben hätte. Ich fange erstmal damit an, wie der Motor optisch aussieht. Wie ihr seht, habe ich ihn noch nicht sauber gemacht, absichtlich nicht. Das wollte ich jetzt erstmal nachschauen. Was auffällt ist, nach so einer langen Tour ist er dreckig. Das ist, glaube ich, okay. Aber wie ihr seht, er verliert nichts. Er ist absolut trocken und dicht. Trotzdem hat er hier hinten etwas Feuchtigkeit. Man sieht, ist da ein leichter Film. Und dann sieht man, was unschön ist, hier ein schwarzer Film. Das ist auch ein ziemlich klebriger Film. Und ja, das hat beides natürlich einen Grund. Dieser leichte, feuchte Film hinten ist Sprayback aus dem Vergaser. Ich hatte den Vergaser für die Tour besonders fett eingestellt, so eine Art Sicherheitseinstellung, damit auch ja nichts passiert. Da bin ich übers Ziel hinausgeschossen, das war leider viel zu fett. Also gerade im Viertelgasbereich ist er viel zu fett gelaufen. Was aber beeindruckend war, dass der Motor trotzdem, obwohl er viel zu fett war, ganz normal durchgezogen hat. Das zweite ist, hier vorne, das Schwarze, das kommt aus dem Auspuff. Und zwar, als ich am Kupplungsdeckel geschraubt habe, musste ich den Auspuff abnehmen. Und wir haben das bei 35 Grad im Schatten an einem Kreisverkehr gemacht. Und da habe ich wohl den O-Ring vom Auspuff vergessen oder kaputt gemacht bei der Montage. Das war vorher nicht. Und seit dieser Schrauberaktion bläst hier ein bisschen vom Auspuff nebenbei weg. Gut, das sind die beiden optischen Sachen. Und bevor ich jetzt irgendwie anfange, daran was zu schrauben, will ich das natürlich erstmal sauber machen. Und damit beginne ich jetzt. Getriebe, Zylinder, wie hat das alles so überlebt? Im Simmering ist nichts zu sehen, alles einen guten Eindruck. Der Auspuff ist zwar schmutzig, aber keine Risse, alles gut überlebt. Und hier sieht man, warum er undicht war. Hängen Dichtungsreste raus. So, als nächstes baue ich die Kupplung aus. Das ist ja einer der spannendsten Teile. Das habe ich auch schon in den YouTube-Kommentaren teilweise gelesen. Was macht denn die Kupplung bei einer so langen Tour mit über 40 PS? Macht die Probleme? Hat die alles gut überstanden? Und genau das gucken wir uns jetzt an. Dieser kleine Arm hier drin, der hat unterwegs auf der Tour aufgegeben und jetzt ist ein neuer drin, ich glaube sogar von DRT und mit dem war alles gut. Dann schrauben wir mal die Kupplung selber ab. Also als erstes die Anlugplatte, die muss ab. Was wir jetzt schon sehen hier, und das ist sehr positiv, dass die Laschen von den Belegen noch ganz erhalten sind. Die Nasen der Belege sind noch ganz, ne? Und mit über 40 PS und ja, weiß nicht, wie viel haben die jetzt auf der Uhr? Nürburgring und 2400 Kilometer Tour plus 2 Wochen zur Arbeit fahren, sehen die aus fast wie neu. Finde ich erstmal gut, aber jetzt holen wir erstmal die Kupplung ganz raus und dann sehen wir mehr. Zack, ganz easy. So, Kupplung ließ sich sehr leicht rausziehen von Hand, ohne nennenswerten Widerstand. Die Verzahnung, wie man sieht, ist völlig okay. Also das ist ein System, was sehr gut funktioniert. Und als erstes schaue ich mir mal den Korb an. Eine häufige Frage ist ja, wie sieht das aus mit diesen Stahlscheiben im Alukorb? Funktioniert das? Also wie man sieht, sind hier 2 leichte Schatten erkennbar. Das ist aber bei jeder Kupplung, man sieht immer, wo die Nasen von den Belegen laufen. Und die sind selbst mit dem Fingernagel kaum zu spüren. Also auch da funktioniert weiter alles einwandfrei. Dann
Ein weiterer Punkt sind diese Schrauben. Mit 12 Schrauben sind die beiden Teile miteinander verbunden, also das Ritzel und der Korb. Und erster ganz wichtiger Hinweis ist, natürlich müssen diese Schrauben vor der Montage kontrolliert richtig angezogen werden. Am besten mit Schraubensicherung sichern. Ich meine, das ist eigentlich selbsterklärend, hat auch bisher kaum ein Kunde nachgefragt, aber zur Sicherheit sage ich es nochmal, bitte diese Schrauben immer richtig befestigen. Gut, jetzt ist die Frage, nach so vielen Kilometern hat sich da was gelockert? Nein, also die Schrauben sind alle noch fest. Auch das funktioniert problemlos. Dann nehme ich mal die Kupplung auseinander. So, auch hier leichte Spuren, aber nichts eingelaufen. Alles sehr unproblematisch. Auch noch genug Belagsmaterial, habe ich auch nicht verbraucht. Zwischenscheiben sind auch gut. Also natürlich sieht man das wie bei jeder anderen Kupplung auch. Ne? Man sieht natürlich, dass hier leicht, wo die Kontaktflächen sind. Ne? Aber es ist jetzt hier kein übermäßiger Verschleiß da oder irgendetwas, was problematisch ist, wie man es von Tuning-Kupplungen häufig kennt oder von stark getunten Motoren, dass diese Nasen hier sehr stark einlaufen oder zum großen Teil deformiert sind oder kaum noch vorhanden sind. Also hier sieht man auch, da ist ein ganz leichter Grat, wo es sich halt am Anfang kurz aufwirft und so bleibt es dann. Dann gucken wir der untere, der sieht sogar fast aus wie neu hier noch. Dann können wir noch den inneren Korb auf Verschleiß prüfen. Auch hier sind die Kontaktflächen, wie ich finde, sogar sehr gut. Der ist jetzt noch Stahl, hier laufen auch die Stahlreibscheiben dazwischen. In unserer Version sind die Reibscheiben aus Stahl. Und auch da sieht man natürlich Schatten, wo sie gelaufen sind, aber mit dem Fingernagel nicht zu ertasten. Ich habe natürlich gehofft, dass es gut aussieht, aber dass es so gut aussieht nach der Anzahl an Kilometern und Belastung, bin ich sehr zufrieden. Jetzt kann die Kupplung erstmal weg und ich gehe wieder auf die andere Seite und baue den Zylinder ab. Was man hier schon sehen kann, ist, ich habe hier überall schwarze Rückstände und hier habe ich so extra Lüftungslöcher. Das ist nicht gut. Das war ja eine neue Zylinderhaube vor der Tour und die war zu eng an den Kühlrippen. Das habe ich nicht vernünftig gemacht. Also hier ist ja irgendwie dieses Distanzblech und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können beim Ausrichten. Also es war jetzt nicht schlimm, funktioniert trotzdem alles, ist aber doof. Was man als erstes sieht, wie schon angekündigt, ich bin viel zu fett gefahren. Das sieht man noch sehr gut im Zylinderkopf, viel zu viele Ablagerungen. Dann habe ich ja einen Zylinderkopf ohne O-Ring. Normalerweise haben die BFA-Zylinderköpfe einen O-Ring, meiner nicht, deswegen ist jetzt hier ein bisschen Dichtmasse dran. Aber das Interessante ist eigentlich, viel zu fett gelaufen, keine Überraschung, aber auch nichts Schlimmes. Was aber viel interessanter ist, wie sieht das hier alles aus? Auch der Kolben sagt, dass er zu fett gelaufen ist, auch wenig überraschend. Kolben sieht auch schick aus. Insofern, dass man halt keine Beschädigungen oder übermäßigen Verschleißspuren hat hier. Sieht eigentlich alles vernünftig aus. Und den Zylinder, den können wir uns jetzt vielleicht noch mal auf der Werkbank im Licht angucken. Also an dem Zylinder sieht man erstmal, er war unten am Fuß dicht. Oben war er sowieso dicht. Auslass hatte ich schon gesagt, da ist mir der O-Ring abhanden gekommen. Hier hat es ein bisschen rausgesifft, leider. Unschön. Aber wichtig ist ja, wie hat es der Zylinder selber überlebt. Und ich muss sagen, es sieht erstmal nicht so schön aus, um ehrlich zu sein. Und zwar liegt das aber vor allem an meiner fetten Sicherheitsbedüsung, wo ich eindeutig übers Ziel hinausgeschossen bin. Wenn man mal von unten reinschaut, also sozusagen da, wo die viel zu fette Verbrennung jetzt nicht so sehr hingekommen ist, ne, dann sieht das sogar richtig gut aus alles. Fast auch wie beim Einbau. Wenn ich mir das ganze Ding angucke, kann ich sagen, also auch der Zylinder hat die Tour sehr gut überstanden. Bevor ich jetzt den Motor spalten kann, muss ich noch die Schaltung abnehmen, beziehungsweise die Schaltraste und Vergaser mit Ansaugstutzen. Aber bevor ich das mache, lasse ich noch das Getriebeöl ab, das habe ich vergessen. Und dann kann man auch mal da nachschauen, was sich da so alles findet. So, also das Getriebeöl riecht nicht nach Benzin, das ist schon mal sehr gut. Da ist jetzt auch kein auffälliger Glanz drauf oder so, ist ein bisschen dunkel, aber das ist relativ normal oder nein, das ist normal. Ich gieße das jetzt mal ab und schaue, ob sich vielleicht irgendwelche Rückstände unten befinden. Ich habe noch ein bisschen was drin gelassen, dass man besser sieht, ob übermäßig Späne drin sind. Das ist nicht der Fall. Also bevor ich die Schaltraste abnehme, muss ich beim BFA den Kickstarter abnehmen, weil das hier ein wenig eng geht zwischen Lüfterkanal und Kickstart. Und ich kann sonst die Schaltraste nicht mit Schaltzug abnehmen, weil der Schaltzug da nicht durchpasst. Hier ist auch alles unauffällig, der Schaltraste. Und dann kommt als nächstes Vergaser und Ansaugstutzen.
Überlegen, wo ich den am besten hinbinde, dass der nicht im Weg ist. Jetzt habe ich hier meinen Ansaugstutzen der Membran. Nicht die originale Membran ist, die ich verwendet habe, habe ich es mit Dichtmasse eingeklebt. Mit zu viel Dichtmasse, wie man sieht. Aber das Wichtige ist, die Membran, in diesem Fall die Italkit-Membran, hat alles unbeschadet überstanden. Das Ansauggummi auch. Wenn man sich das hier anschaut, keine Risse oder ähnliches. Abdruck von der Schelle, aber ansonsten alles dicht. Dann kann ich als nächstes die Motorhälften auseinanderschrauben und dann wird spannend, was ich da so im Inneren finde. So, gut, jetzt sind alle Anbauteile ab. Jetzt kann ich die Gehäuseschrauben lösen und den Motor auseinandernehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Also hier ist erstmal nichts besonders auffällig. Bisschen Ablagerung vom Öl. Die Lager sehen normal aus. Zimmerringe waren dicht. Die Kurbelwelle sieht auch gut aus. Das wäre eine gebrauchte. Innere Simmering war jetzt auch okay. Wie gesagt, kein Sprit im Öl oder ähnliches. War auch nirgendwo undicht. Hier gibt es keine Spuren, wo es irgendwie durchgelaufen ist. Getriebe, das nehmen wir jetzt eben mal raus. Gucken wir uns an. Getriebe sieht so bei der ersten Ansicht ganz gut aus. Auch das Spiel, erinnert euch, wie ich es distanziert habe, ist jetzt natürlich ein bisschen größer, wie immer, ne? Aber es ist immer noch in einem kleinen Bereich. Ich baue es jetzt mal auseinander und gucke mir mal die Zahnräder an. Erster Gang, sieht alles gut aus. Okay. Zweiter Gang, auch hier eigentlich alles unauffällig. Und jetzt kommt der dritte Gang, da befürchte ich ja, dass es den erwischt hat. Sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. Oder eigentlich sogar gut, besser aus als gedacht. Zahnflanken sehen gut aus. Und ich hätte gedacht, dass ich jetzt hier die Auflageflächen vom Schaltkreuz stärker erwischt hätte. Aber das ist eigentlich okay. Vierter Gang ist auch okay, das war ja ein originaler. Ne? Originaler langer Vierter. Kann ich auch nichts Negatives erkennen. So, bleibt das Schaltkreuz und ja, da sieht man, dass ich das damit leicht erwischt habe, aber auch jetzt nicht schlimm. Das baue ich mal aus. Ja, also man sieht, dass ich hier leicht das Schaltkreuz erwischt habe, aber dass es noch über eine ziemlich große Breite völlig gerade ist. Also mit meiner komischen Aktion da, einen leichten Verschleiß an den Ecken hat man immer. Und hier sieht man, dass der eigentlich dafür, dass so viel Leistung dran gezogen hat, finde ich es gut. Also könnt es eigentlich so einbauen und wieder ganz normal weiterfahren. Also auch das besser, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Also durch meinen etwas kapitalen Verschalter hätte ich hier befürchtet, dass da irgendwie mehr los ist oder größere Probleme auftauchen, aber das ist alles ganz okay. Die Lager drehen sich einwandfrei. Ich kann noch gucken bei dem Kurbelwellenlager, ob es hier irgendwelche Einlaufspuren gibt oder sowas, aber ehrlich gesagt, ich glaube, da hätte ich was gemerkt. Wenn man das so dreht, hört sich gut an. Das ist die Lagerlauffläche. Sieht aus wie neu. Auch hier vom Simmering. Sieht alles super aus. Auch da keine Probleme. Also man sieht hier so einen schwarzen Streifen auf der Kurbelwelle. Den habe ich irgendwie immer, weil ich immer ein bisschen mit der Dichtmasse ein bisschen rumsaue hier. Ne? Und dann macht die genau diesen Streifen hier auf der Kurbelwelle. Das ist einfach nur eingebrannte Dichtmasse. Das ist, glaube ich, sehr zu verschmerzen. Nein, also ich muss sagen, Ergebnis von der Sichtprüfung der Teile ist besser, als ich erwartet hätte. Also eigentlich gibt es kein Teil, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt echt doof gelaufen oder zum Glück habe ich es entdeckt, sondern ganz im Gegenteil. Ich behaupte, ich könnte den Motor mit genau den Teilen jetzt ganz normal wieder zusammenbauen und einfach die Tour nochmal fahren. Ja, mir war es wichtig, das einmal vor der Kamera aufzumachen, dass ihr auch sehen konntet, wie es halt wirklich hier drin aussieht. Und klar war es vielleicht ein bisschen, oder nicht vielleicht, aber viel zu fett abgestimmt. Und ganz am Ende muss ich sagen, ist alles im guten Zustand und die eine Tour über 2400 Kilometer mit 42 oder 43 PS waren es ja sogar problemlos möglich. Ich mache jetzt noch alles richtig sauber und baue es nochmal ganz vernünftig auseinander, dass ich mir nochmal alles genau anschauen kann. War es im Prinzip mit unserer BFA-Serie. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich glaube, es waren jetzt eine ganze Menge Folgen. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent von der ersten Folge jetzt noch zuschauen. Also Gratulation, ihr habt es geschafft. Und genau, schreibt uns was Nettes in die Kommentare. Wenn jemand wirklich alle
alle Folgen geschaut hat, von 1 bis, ich weiß nicht, wo wir am Ende landen, ähnlich wie die Lindenstraße wahrscheinlich, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz wichtig, kauft euch einen BFA-Motor und ansonsten Kanal abonnieren, Glocke drücken. Bis bald.